Leute, ignoriert einfach diesen Lichtfleck. Das ist einfach das perfekte Licht für mein Gesicht. Hi, mein Name ist Maribella und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Video zu Aloy. Das ist der Part 1 Vorbereitung. Wundert euch bitte nicht, wenn ich in dieses Heft gucke, weil ich will sehr viel erklären und habe mir alles sehr schriftlich festgehalten und ich möchte euch natürlich so detailliert wie möglich informieren. Erster Teil ist für mich, warum habe ich dieses Kostüm ausgewählt? Warum sollte man ein Kostüm auswählen? Aus welchen Gründen? Erstens ist für mich wichtig, dass mich der Charakter anspricht. Zweitens ist es in so etwa mein Erfahrungslevel. Zweitens habe ich Bock drauf. So, wenn ihr dann euren Charakter ausgewählt habt, ist es wichtig zu planen. Natürlich könnt ihr auch ungeplant an ein Kostüm drangehen, aber gerade an so ein Großprojekt wie Aloy wäre es doch wichtiger, einen Plan zu haben, mit was ihr anfangt. Ich habe angefangen, Referenzen zu suchen, wie ich bei jedem Kostüm mache, dass ich erstmal gucke, dass wir genug Bilder haben. Was das ganz Schöne ist bei Aloy, Guerrilla Games hat einen ganz tollen Cosplay-Guide, wo schon ganz viele Details zu sehen sind. Sonst tun auch sehr viele Leute Screenshotten im Game. Also es gibt ja Leute, die... Entschuldigt Leute, beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich, dadurch, dass die Kamera ausgegangen ist, ein Teil von Teil 2 fehlt. Und zwar, nachdem ich die Referenzen gesucht habe, mache ich immer erstmal eine Liste, was man ungefähr braucht an Stoff und Kleinigkeiten. Dann könnt ihr euch die Bilder angucken und mal gucken, was ungefähr Masse da ist, was ihr bestellen müsst. Dann skizziere ich mir die Schnittmuster, wie das ungefähr aussehen muss, tue das Kostüm detailliert abmalen, dann tun euch nochmal irgendwelche Details auffallen, die für euch vielleicht nicht aufgefallen wären. Dann könnt ihr damit nämlich auch rumlaufen und es vielleicht auch mal einen ganz intelligenten Budget euch zu setzen, also was ihr ungefähr ausgeben wollt oder das Maximale, was ihr ausgeben könnt. Dann könnt ihr nämlich schon mal ausrechnen, wie viel etwas in etwa kosten muss, damit ihr auf eurem Budget bleibt oder ob ihr es über mehrere Monate verteilen könnt. Und als allerletztes natürlich eine Deadline zu setzen, ist immer ganz gut, hilft mir auf jeden Fall. Oder natürlich, wenn ihr eine bestimmte Con habt, wo ihr das Cosplay tragen wollt, dann bin ich in meinen Kalender reingegangen und habe wirklich geguckt, in der Woche muss das fertig werden, in der Woche muss das fertig werden, in der Woche muss das fertig werden. Dann bleibt ihr einfach so ein bisschen am Laufen, anstatt vor der Con kompletten Zusammenbruch zu haben, weil euer Kostüm noch nicht fertig ist. Ja, das schneide ich jetzt hier rein. Ich entschuldige mich für den Wirrwarr. So, super intelligente Kamera, gedacht, Speicherkarte, voll geil. Es war dabei zu sagen, dass es sehr viele Referenzbilder für Aloy draußen gibt. Wenn ich dran denke, tue ich euch unten das verlinken. Ich habe auch eine Pinterest-Wall. Ja. Zweiter Punkt. Natürlich, nachdem ihr eure Referenzbilder angeguckt habt und euch überlegt habt, wie was zu machen ist, fängt es damit an. Der zweite Punkt ist bestellen. Darauf könnt ihr schon mal ganz schön viel Geld ausgeben. Auf jeden Fall bei Aloy. Ich glaube, ich habe im ersten Schwung 130 € ausgegeben und habe noch keinen Stoff dabei. Genau. Die Liste, was ich bestellt habe, generell, würde ich euch hier einblenden. Ich wollte euch vorlesen.
was ich bestellt habe. Deswegen kurzer Setwechsel. So, wir fangen an. Wie gesagt, das tue ich hier einblenden. Ich habe bestellt bei cosplayshop.de. Das ist ein Shop aus Belgien. Wundert euch nicht, wenn ich dahin rede. Da ist der Display. Ich habe Warplus Black Art bestellt. 45 Euro. Und ich glaube, ich habe 2 Meter bestellt. Nee, ich habe 1 Meter. Eva vom High Density 2 mm und ich glaube, davon habe ich auch nur 1 Meter bestellt und habe am Ende noch mehr gebraucht, weil ich nur für die Bracer das eingerechnet habe. Ich denke, dass ihr da auch 2 Meter brauchen werdet. Ich habe 8 Euro bezahlt. Das sind dann wahrscheinlich 16 Euro. Habe dann aber nochmal, ich glaube, 4 mm, also nochmal eine dickere Dichte gekauft. Am besten kauft ihr 2 verschiedene, also einmal 2 mm und einmal 4 mm. Schwarzer Klettverschluss, 2 Meter, 8 Euro. Hat gereicht, habe ich immer noch, ist nicht schlimm. D-Ringe habe ich bestellt, 10 Stück, weil ich irgendwie keine Ahnung hatte, wie ich die benutzen werde. 6 Euro, Schnallen, 10 Stück, 57 habe ich, glaube ich, eine benutzt. Ich glaube, dass ich eine benutzt habe. Polypropenband, das ist so ein Gürtelband für 3 Meter, 3 Euro. Davon habe ich, glaube ich, 1 Meter benutzt für den Gürtel. Ich sage euch immer nur dazu, weil ich benutzt habe, damit ihr vielleicht auch eine bessere Übersicht darüber habt. Dann habe ich bei Amazon.com bestellt. Presto Spritzspachtel, 7,99. Super Zeug, solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Carbonfolie, 7 Euro. Vielleicht habe ich davon 2 Meter bestellt. Ich habe auf jeden Fall noch sehr viel davon. Braucht ihr nicht so viel davon. Braucht ihr wirklich nicht. Braucht vielleicht einen halben Meter. Weiß ich aber nicht, ob man den bestellen kann. Dann habe ich Schaffell bestellt. Ich verlinke euch den Anbieter. Ich weiß natürlich nicht, ob er den immer noch hat. Das waren so 2 lose Stücke für 7,80 Euro. Das war das günstigste, was ich bekommen habe. Steht nicht dabei, wie viel das war. Ich weiß es nicht mehr, wie viel es war, aber ihr braucht auf jeden Fall 50 cm. Also das ist euren Rücken halt bedeckt, ne? Kunstleder habe ich für 12 Euro gekauft. 1 Meter. Ich überlege gerade kurz. Ja, aber mehr als 1 Meter braucht ihr nicht. Nee. Alcantara Wildleder. Kunstleder. 1,05 Meter. 30 Euro. Habe ich auch genau so aus. Also das war perfekt. 1,50 Meter sind perfekt. Ihr könnt natürlich auch echtes Leder benutzen. Bin ich nicht der Fan davon. Und ich finde, diese raue Optik passt sehr gut zu Airline. Das könnt ihr aber selber entscheiden, wie ihr das haben möchtet. Ich habe blaue Schnur bestellt, 13 Euro, die überhaupt nicht aussah wie auf dem Bild. Deswegen habe ich danach nochmal welchen gekauft. Aber bestimmt auch für den gleichen Preis. Dann habe ich im Bastelbedarf für Acryl und Pinsel, also Acrylfarben, habe ich das 5er-Set gekauft. Habe ich 52 Euro ausgegeben. Geht so für kleinen Scheiß und dann gibt ihr sehr viel Geld aus. So, dann habe ich die Wig gekauft. Ich habe erstmal die Wig bei Wig is Fashion gekauft, die viele Leute kaufen für Airloy für 62 Euro. Die finde ich aber nicht so schön, muss ich sagen. Ich zeige euch auf jeden Fall den Vergleich in meinem Wig-Tutorial. Ich habe danach dann die Pose, also von Pose Wigs, eine Ombre-Perücke gekauft. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel die gekostet hat, aber ich denke auch so 50, 60 Euro. Dann habe ich noch eine Wig, die ich schon zu Hause hatte, kaputt gemacht und habe noch Copics gekauft, 2 Stück. Ich glaube, die kosten auch 10 Euro, ne? Also zusammen. Dann war ich im Baumarkt und habe Seil gekauft und Hölzer für die Pfeile und von Tesa diese Aufhänger, die man an die Wand klebt. Zusammen hat das 31 Euro gekostet. Klar habe ich dazwischen drin auch Bänder gekauft und bla bla bla, aber das werdet ihr jeweils zu jedem Tutorial nochmal sehen, was ich genau gekauft habe. Das war auf jeden Fall das, was ich grob gekauft habe und was ich auch im Vorfeld gekauft habe, bevor ich angefangen habe. Ich gebe euch eine grobe Übersicht, wie ich das angegangen bin von der Reihenfolge her.
Ich denke immer, ich mache immer das zuerst, was mir am schwierigsten fällt. Weil wenn ihr das geschafft habt, ist alles, was danach ist, einfach. Obwohl immer die Sachen, die einfach wirken, meistens die sind, die am schwierigsten sind. Das kann ich euch schon im Vorfeld sagen. Also habe ich angefangen mit dem Crafting-Zeug, weil wie gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Und habe mit dem Prayzone angefangen, also mit diesen Schutzdingern, weil sie relativ klein sind und nicht so viel Zeit brauchen und eine ganz tolle Übung ist, mit Warpler zu arbeiten, bevor ich an die Waffe setze. Danach habe ich den Stab gemacht, also ihren Speer. Und das hat sehr lange gedauert. Dazwischen habe ich dann mal die Perlen von den Ketten gemacht. Die müssen ja auch zwischendrin trocknen. Nur immer wenn was trocknen muss, dann kann man was anderes machen. Danach habe ich das Unteroberteil gemacht, was sie unten drunter trägt. Danach das Oberteil, was sie oben drüber hat. Dann das Fell. Dann, lass mich kurz gucken. Dann habe ich den Rock angefangen. Beim Rock ist wichtig, ihr müsst sehr viel Stickarbeit leisten. Deswegen fangt mit dem Rock relativ früh an, weil ihr könnt dann den Rock zum Sticken überall mitnehmen. Also habe ich auf jeden Fall gemacht, im Bus gestickt, in der Pause gestickt und fragt mich nicht, wo ich überall gestickt habe, Leute. Danach habe ich die Schuhe gemacht. Danach, ich glaube, die Taschen von ihrem Gürtel. Den Gürtel generell. Habe den dann kurz vor der Con zusammengesetzt. Kurz vor der Con, 2 Wochen. Und danach habe ich die weggemacht. Genau. Die Schuhe habe ich am allerletztes eingefärbt und das war es auch gewesen. Wie lange habe ich für dieses Cosplay gebraucht? Eine sehr gute Frage. Ich habe 3 Monate wahrscheinlich gebraucht. Also von Anfang Juni bis Konichi, also ich glaube September. Was man dazu sagen muss, ich gehe arbeiten. Ich habe es wirklich immer mein Freitag war voll mit Craften und ich habe versucht wirklich, wie gesagt, auch mit der Mittagspause dran zu arbeiten, jeden Abend eine Stunde wenigstens dafür aufzubringen, wenn jemand natürlich dann noch in die Schule geht oder Studium, geht das natürlich schneller. Vom Preis, wie viele habe ich ausgegeben? Ich weiß es nicht und ich möchte es nicht wissen. Bei 400 € habe ich aufgehört zu zählen. Wie gesagt, die Details kommen dann in den anderen Parts. Wenn ihr natürlich im Vornherein schon Fragen habt, dann könnt ihr mich immer fragen. Auch auf Instagram, wenn ihr nicht so lange warten könnt, bis die Videos online sind, könnt ihr mich immer fragen. Ja. Ich hoffe, das Anfangsvideo hat euch irgendwie geholfen. Ich habe wirklich versucht, das so hilfreich wie möglich zu machen. Ich habe alles in mein Notizbuch geschrieben, was euch helfen kann. Jetzt auch schon beim Einkaufen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und sehr viel Kraft und Mühe, wenn ihr wirklich wollt, dieses Cosplay anfangen wollt. Aber ich sage euch, wenn ihr fertig seid, seid ihr sehr stolz auf dieses Kostüm. Dann bis bald. Mein Name ist Maribella. Ciao. Gott, war das peinlich. Dafür habe ich wenigstens einen Niffler. Du hättest nochmal Hallo sagen können. Hallo, ich bin ein Niffler. Und ein Kuss bin ein Niffler. Planung. Wie habe ich dieses Video genannt? Also wie werde ich es nennen? Planung. Wie habe ich dieses Video genannt? Also wie werde ich es nennen?